Hey Leute, hier ist Kevin. Das ist mein zweites Video auf diesem Kanal und ich zeige euch heute, wie ihr einen bootbaren Windows 10 USB-Stick anlegt und wo ihr die Treiber für euer XMG oder Schenker Notebook findet. Viel Spaß! So, für die Erstellung des bootbaren USB-Sticks nutzen wir das Microsoft Media Creation Tool. Das geben wir einfach in Google ein, besuchen die Microsoft-Seite, laden uns das Tool runter und dann können wir das auch gleich starten. Das braucht so ein paar Minuten in der Vorbereitung. Das wird auch einige Minuten gleich dauern, den USB-Stick anzulegen. Können wir jetzt mal ganz kurz drauf eingehen. Ich habe einen USB-Stick schon hier. Von Microsoft empfohlen wird ein USB-Stick mit mindestens 8 GB. Ich empfehle euch einen USB 3.0 Stick. Mit denen habe ich nie Probleme gehabt. Die bekommt ihr mit 64 GB schon für um die 10 Euro. Mit weniger Speicher auch unter 10 Euro. Mit mehr Speicher natürlich auch entsprechend teurer. Es sollte eigentlich gar keine Rolle spielen, welchen ihr da bestellt. Die sind auf jeden Fall alle ausreichend. Gut, dann akzeptieren wir den Lizenzvertrag, lassen das Tool hier weiter arbeiten und ja, der wird dann gleich im Hintergrund die ISO runterladen. Das heißt, ihr bekommt keine Probleme damit, dass ihr die ISO aus einer unseriösen Quelle oder sowas bezogen habt, weil die direkt von Microsoft runtergeladen wird. Was ihr auf jeden Fall auch machen solltet, ist, besorgt euch eine originale Windows 10 Lizenz. Ich kann keine Volumenlizenzen empfehlen. Das liegt einzig und allein daran, dass Microsoft jederzeit die Möglichkeit hat, diese Volumenlizenzen zu sperren. Die Lizenzen, mit denen ich gar keine Probleme habe, nutze ich auch eigentlich schon seit Jahren immer so, sind sogenannte OEM-Lizenzen, also Erstausrüster-Lizenzen. Die erkennt ihr meistens an diesen Verpackungen hier. Wichtig ist auch, dass die entsprechend versiegelt ist noch und dann solltet ihr eigentlich safe sein, dass euer Key gültig ist, dass euer Key legal ist und dass ihr da nie Probleme mit bekommt. Ja, die liegen meistens so zwischen 30 und 40 Euro für die Professional-Lizenz. Die Home-Lizenzen gibt es für zwischen 10 und 20 Euro. Das ist euch überlassen, ob ihr da irgendwie Abstriche machen wollt. Ja, und dann machen wir weiter mit der Installation des USB-Sticks. Genau, ihr wählt jetzt hier Installationsmedium aus. Ein Upgrade wollen wir nicht machen. Der wählt eigentlich auf Basis eures PCs eine entsprechende Vorauswahl aus. Deutsch, Windows 10, 64-Bit für mich. Dann wollen wir einen USB-Speicherstick erstellen und nicht die ISO-Datei runterladen. Dann, ich habe jetzt schon einen USB-Stick vorbereitet, der eingesteckt ist. Ihr wählt den entsprechenden USB-Stick als Wechseldatenträger aus. Dann geht ja nochmal die Vorbereitung los und gleich sollte das Tool mit der Installation loslegen. Genau. Das dauert jetzt auch eine ganze Weile. So, das Media Creation Tool ist jetzt fast fertig. Das hat im Hintergrund die ISO-Datei runtergeladen, entpackt die jetzt auf den USB-Stick, den ihr ausgewählt habt. Und wir machen weiter damit, wo ihr die Treiber findet. Geht dafür einfach in Google, gebt XMG Driver oder XMG Treiber ein. Das spielt eigentlich keine Rolle. Der erste Link, der euch angeboten wird, sollte das Download-Portal von Schenker Technologies sein. Hier könnt ihr euer entsprechendes Modell auswählen oder über die Suchleiste euer Modell finden. Ja, in unserem Fall geht es jetzt hier um das XMG Fusion 15. Ganz wichtig, ladet euch die README-Datei runter. Dort steht genau beschrieben, in welcher Reihenfolge ihr die Treiber installieren müsst, damit alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und dann kann eigentlich auch nichts schief gehen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, sage ciao und bis zum nächsten Mal.